Wenn ich eine Person sehe und sie hat keine Hobbys, keine Interessen, gar nichts Interessantes im Kopf, dann ist diese Person für mich uninteressant. Aber imagine, du hast da eine Person, die hat Hobbys, die hat interessante Gedankengänge, sie ist intelligent. Du findest diese Person automatisch magnetisch und interessant. Denn das gibt dir erstens eine gewisse Tiefe und du wirkst irgendwie besonders, weil nicht so viele Leute haben Hobbys. Die sind lieber am Handy und gucken irgendwelche Netflix-Serien, aber haben nichts, was sie mit dem Herz machen und was sie wirklich lieben und wo du wirklich dieses Strahlen hinter den Augen siehst. Und zweitens, wenn du deine eigenen Interessen hast und wirklich weißt, was du magst, was du nicht magst, du wirst dann nicht abhängig von einer anderen Person, auf die du irgendwie aufsiehst, weil du selbst so erfüllt bist, dass diese andere Person nur ein Teil von deinem Leben ist, aber nicht dein ganzes Leben. Ich bin Dasha und willkommen zu meinem neuen YouTube-Video. Heute zeige ich dir ein paar Hobby-Ideen, die dich diesen Sommer rausstechen lassen und dir wird niemals mehr langweilig. Und ich würde sagen, wir fangen direkt damit an. So, ich habe das Video in 5 Hobbyarten aufgeteilt und du kannst dir dann von jeder Hobbyart ein Hobby aussuchen, um dann wirklich dich zur besten Version von dir selbst zu machen. Die 5 Hobbyarten sind erstens Hobbys, die dich fit halten, zweitens Hobbys, die dich kreativ machen, drittens Hobbys für den Kopf, um dein Mindset zu erweitern und dich intelligenter zu machen, viertens Hobbys, die dir potenziell Geld einbringen können und fünftens spirituelle Hobbys für deine Seele. Es gibt sehr viele verschiedene Hobbyarten, um dich fit zu halten. Ich selber bin sehr lange ins Fitnessstudio gegangen und habe wirklich damit meine Figur echt verändert. Also ich habe Muskeln aufgebaut. Ich war früher richtig, richtig dünn. Und jetzt habe ich Kurven, ich sehe fit aus, ich fühle mich stärker. Und deswegen ist Gym eigentlich eine gute Option, wenn das dein Ziel ist. Aber was ich mit Gym bemerkt habe, ist, dass es eine sehr maskuline Atmosphäre ist. Ich kann nicht wirklich glauben, dass das wirklich gesund für eine Frau ist, so schwere Gewichte zu heben. In meiner Kultur, meiner osteuropäischen Kultur, sagt man immer, Frauen sollen nicht so schwere Sachen tragen. Und ich glaube, das kommt nicht von irgendwo her. Man kann sich schnell verletzen, das sind komische Männer. Deswegen, wenn du sowas nicht fühlst, was ich jetzt zum Beispiel mache, ist, ich bin einfach zu Hause, gucke mir Pilates-Videos an und mache Pilates, weil Pilates-Unterricht ist ziemlich teuer, deswegen mache ich es einfach zu Hause. Oder was du auch machen kannst, ist es, mit Freunden joggen zu gehen oder alleine joggen zu gehen. Ich war neulich mit einer sehr guten Freundin von mir joggen und danach waren wir uns einen Kaffee holen und das hat richtig, richtig Spaß gemacht. Du bist in der Natur und du fühlst dich direkt fresh. Aber du kannst auch wirklich ein Hobby machen, das dir wirklich Spaß macht, wie zum Beispiel Tanzen, Eiskunstlauf, Gymnastik. Das ist das femininste Hobby, das du machen kannst. Tanzen zum Beispiel. Ich würde auch gerne tanzen, leider bin ich nicht irgendwo angemeldet, aber du kannst auch als Mädchen einfach zu Hause tanzen und Musik hören. Das gibt dir direkt gute Laune und hält dich auch ein bisschen fit. Es gibt so viele verschiedene Arten von kreativen Hobbys, aber ich nenne dir mal meine Favorites, um dich kreativ zu halten. Mein Favorite bei kreativen Hobbys ist das Malen und Zeichnen. Das habe ich schon seit ich ein kleines Kind bin immer richtig gerne gemacht, aber das Problem ist, wenn man erwachsen wird, dann denkt man immer, man hat keine Zeit und man ist so abgelenkt von Social Media. Aber kreative Hobbys sind so wichtig, um deine Emotionen rauszulassen, um dich auszudrücken. Deswegen muss ich auch mal öfter irgendetwas malen oder zeichnen, um meinem inneren Kind näher zu kommen. Für dich muss es aber nicht unbedingt malen und zeichnen sein. Du kannst zum Beispiel schreiben, Tagebuch schreiben, Poesie schreiben und das muss wirklich niemand sehen. Tu es einfach für dich selbst. Du kannst auch ein Bullet Journal führen, einfach so Aesthetic Journals. Dann kannst du auch mit deinen Händen arbeiten. Zum Beispiel diese Tonsachen, wo du so Tassen formst. Du kannst in einen Laden gehen, in so einen Kreativladen und da gibt's Ton, der nicht in einem Ofen heiß gemacht werden muss. Du kannst Formen machen und dann hast du eine Tonfigur. Das habe ich zum Beispiel mit meinen Freundinnen gemacht und das ist dabei rausgekommen. Das ist so ein Kerzenhalter und das macht wirklich richtig Spaß. Du kannst auch solche Blumen aus Pfeifenreinigern machen. Die sind jetzt ein bisschen kaputt bei mir. Und du kannst zum Beispiel auch häkeln. Das ist echt einfach zu lernen, habe ich auch eine Zeit lang gemacht. Dann zählen zu kreativen Hobbys auch Musik. Ich spiele zum Beispiel Klavier und ich bewundere immer irgendwelche Menschen, die ein Instrument spielen können. Das macht diese Menschen für mich automatisch attraktiver irgendwie. Ich bin jetzt nicht so gut im Klavierspielen,
Aber trotzdem, ich mache es einfach für mich, weil es mir Spaß macht. Und man ist dann auch richtig stolz auf sich, dass man einfach ein Lied spielen kann, weißt du? Außerdem trainiert sowas wie Noten lesen und gleichzeitig irgendwas spielen richtig dein Gehirn, deine motorische Fähigkeit, deine Konzentration. Aber klar, es ist teuer, Klavierunterricht zu nehmen, Geigenunterricht zu nehmen und so weiter. Ich habe selbst jetzt auch leider keinen Unterricht, obwohl ich den wirklich gebraucht hätte. Aber du kannst dir auch einfach ein Keyboard holen und einfach selbst irgendwelche Lieder komponieren. Es gibt ja auch auf YouTube diese Tutorials jetzt. Also man kann jetzt wirklich alles irgendwie online lernen und das auch selbst schaffen und dann eventuell irgendwann, wenn du mehr Geld hast, auch Unterricht nehmen. Was auch richtig cool ist, wenn du gerne kochst und backst. Man sagt ja immer, Liebe geht durch den Magen, und wenn du dir was Leckeres zu Hause kochst, das macht richtig, richtig Spaß, muss ich sagen. Ist auch ein Hobby von mir. Ich koche sehr gerne und ich koche sehr gerne für mich. Ich mache mir immer irgendwelche leckeren Sachen und ich bin dann immer richtig glücklich. Oder du backst dir einen Kuchen oder so. Das macht Spaß und dann hast du noch etwas für dich. Jetzt kommen wir zu Hobbys für deinen Kopf, für dein Mindset, um dich zur intelligentesten Version von dir selbst zu machen. Ich wäre nicht ich, wenn ich nicht sagen würde, dass Lesen eines der besten Hobbys ist, die du haben kannst. Damals in der Schule hatte niemand wirklich Bock zu lesen, ich auch nicht, weil man denkt so, man muss lesen. Man muss das lesen, was einen nicht interessiert. Aber wenn du aus der Schule raus bist, wenn du zu Hause bist, dann hast du das Privileg, dir Bücher auszusuchen, die du gerne liest. Lesen ist nicht immer so eine langweilige Angelegenheit, die keinen Spaß macht. Nein, du hast einfach nur nicht das richtige Buch für dich gefunden. Und Interessen können verschieden sein. Mich interessiert zum Beispiel Selbstentwicklung, Psychologie und ich fuchse mich gerade auch in Klassik rein. Aber wenn dich andere Dinge interessieren, kannst du auch andere Dinge lesen. Aber von neuen Romanen kannst du zwar nicht so viel lernen, aber das mache ich auch gerne. Ich lese abends gerne irgendwelche Romane. Aber versuch dir auch wirklich Bücher zu suchen, die dich wirklich interessieren und die wirklich neues Wissen in deinen Kopf bringen. Du kannst dich zum Beispiel auch für Geschichte interessieren oder andere Sachen. Dann kannst du zum Beispiel, anstatt irgendwelche Handyspiele zu spielen, du kannst dir Schach holen. Es gibt ja so eine Schach-App, kannst du einfach Schach spielen. Auch richtig gut für dein Gehirn. Und auch allgemein Schach spielen, wenn du irgendwelche Freunde hast zum Schachspielen. Das ist auch ein Hobby, das macht dich irgendwie voll attraktiv, wenn du Schach spielst und wirklich auch intelligent bist. Dann habe ich auch überlegt, man kann als Hobby Analysieren nehmen. Ich habe in der Schule zum Beispiel immer gerne Analysen geschrieben. Aber wieso kann man das nicht einfach zu Hause machen? Zum Beispiel, du hast da ein Gedicht oder so und du analysierst es einfach. Oder du interessierst dich für Psychologie und analysierst dann in einem Journal das Verhalten von irgendwelchen Menschen oder das Verhalten von dir selbst. Und das ist wirklich sehr wichtig, sein Verhalten selbst zu analysieren und wirklich zu denken, was sind meine Schwächen, was kann ich verbessern, woran muss ich noch arbeiten. Dann kannst du, anstatt manchmal Musik zu hören, TED-Talks hören, Podcasts hören. TED-Talks sind diese Talks von TEDx und das ist eine Bühne und da kommen dann Menschen, die etwas zum Teilen haben, die irgendwelche schlauen Sachen erzählen und die sind manchmal echt interessant und die bilden dich auch weiter und das sind wirklich nur 10 Minuten Videos oder so. Also guck dir das auf jeden Fall an. Wenn ich es nicht vergesse, dann verlinke ich diese TED Talks, den YouTube-Kanal da unten. Ein Podcast, den ich auch gerne persönlich höre, ist zum Beispiel der Andrew Huberman Lab Podcast, wenn du dich für Neurobiologie interessierst und für Dopamin. Das klingt zwar irgendwie so biologisch und dass man das nicht an das echte Leben anwenden kann, aber ich habe echt viele Sachen davon genommen und in mein Leben implementiert und mir geht es echt besser davon. Und jetzt kommen wir zu Hobbys, die dir potenziell Geld einbringen können. Und das erste ist obviously Social Media. So viele Leute machen Social Media und verdienen so viel Geld davon, dass sie nicht mal einen normalen Job arbeiten müssen und die leben ihr Leben. Also kannst du mit Social Media anfangen, Leuten Mehrwert bieten, Leuten Unterhaltung bieten. Und das ist nicht so einfach, wie man denkt, auf Social Media erfolgreich zu werden. Aber versuch's doch einfach und versuch's aus einem Aspekt von Spaß. Wenn es dir Spaß macht, dann machst du das einfach und wer weiß, vielleicht wirst du berühmt. Auch ich verdiene zum Beispiel ein bisschen Geld von YouTube. Ich kann davon absolut nicht leben, aber ein bisschen Geld schadet ja auch nicht. Und du musst nicht mal dein Gesicht dafür zeigen. Du kannst auch Social Media Accounts machen, wo du einfach dein Wissen teilst, wo du zum Beispiel zeichnest, das habe ich früher gemacht. Und einfach irgendwelche Sachen, die dir Spaß machen, einfach auf Social Media teilen. Das tut niemandem weh. Es gibt auch ein Konzept, wo du digitale Produkte erstellen kannst. Zum Beispiel digitale Bullet Journals, digitale Tagespläne, digitale
Tagebücher, irgendwas digital erstellen, auf Canva zum Beispiel, das ist ja kostenlos. Und dann kannst du diese digitalen Produkte verkaufen, zum Beispiel auf Etsy. Du kannst auch irgendwas craften, also irgendwas mit deinen Händen machen und dann einen Online-Shop daraus machen. Ich habe zum Beispiel Leute auf Social Media gesehen, die Schmuck gerne selbst machen und diesen Schmuck dann einfach verkaufen. Wer weiß, vielleicht kriegst du ganz viel Geld davon. Und dann kann ja auch Fotografie Geld einbringen. Du kannst Fotografie zu deinem Hobby machen und dann nach irgendwelchen Aufträgen suchen. Du kannst, wenn es dir Spaß macht, auch modeln gehen. Du musst dafür einfach Bilder von dir machen und Agenturen schicken und dann guckst du einfach, was passiert. Und du kannst auch Interior Design zu deinem Hobby machen, einen vollständigen Kurs davon machen und dann Interior Designerin werden. Es gibt so viele unzählige spaßige Möglichkeiten, Geld zu verdienen. Du musst nicht limitiert an diese Office-Jobs sein. Du kannst auch nebenbei dein Hobby zu deinem Beruf machen. Aber kündige jetzt nicht deinen Job, von dem du abhängig bist, nur um dann dieses kreative Hobby zu machen, weil sowas braucht Zeit. Wie lange mache ich Social Media? Ich kann ja auch nicht davon leben. Also sowas braucht Zeit und deswegen ist die Voraussetzung, dass es dir Spaß macht. Wenn es dir keinen Spaß macht, dann bringt das Ganze auch gar nicht. Denk nicht als Ziel, oh mein Gott, ich brauche Geld, sondern denk als Ziel, ja, ich möchte Menschen erreichen, ich möchte, dass es mir Spaß macht. Und dann potenziell kannst du davon Geld machen. Und jetzt kommen wir zu spirituellen Hobbys für deine Seele. Ein Hobby ist zum Beispiel Spaziergänge in der Natur. Erstens, Natur heilt dich. Sie nimmt deine negative Energie auf und verändert sie in eine positive. Bäume sind so tolle Pflanzen, die sind so stark. Ich musste als Kind immer Bäume umarmen. Mein Vater ist ein bisschen so ein Naturmensch. Und du kannst dann einfach Bäume umarmen. Das klingt zwar ein bisschen goofy, aber du spürst, wie es dir noch besser geht, wenn du einen Baum umarmst. Weil diese positive Energie von der Natur in dich hereinfließt. Du kannst auch barfuß auf Gras laufen, vor allem frühmorgens. Aber du kannst auch einfach spazieren gehen und einfach der Natur lauschen und diese frische Luft einatmen. Dann kannst du zu Hause zum Beispiel Yoga machen. Das hätte ich auch bei Fit Sein einbringen können. Aber Yoga ist auch richtig entspannt für die Seele. Das ist nicht so anstrengend wie Pilates zum Beispiel, aber du dehnst dich und du machst was für dich. Das tut richtig deiner Seele gut. Auch eine sehr wichtige, coole Sache ist das Manifestieren. Das gibt dir nicht nur so eine spirituelle Erfüllung, sondern das führt auch dazu, dass deine Wünsche in Erfüllung gehen. Ich möchte jetzt auch nicht näher darauf eingehen. Ich habe schon oft über das Manifestieren geredet, aber fuchs dich mal rein, guck dir Videos dazu an und mach das einfach. Du kannst zum Beispiel auch ein Vision Board erstellen. Das macht richtig Spaß und dann weißt du, was deine Ziele sind und du arbeitest dann auf diese Ziele hinauf. Dann gibt es noch eine Sache, die ich zum Beispiel auch gerne machen würde, mache ich aber noch nicht. Du kannst dir die heiligen Schriften von verschiedenen Religionen ansehen oder auch nur von einer. Ich möchte mir die von den Main-Religionen angucken und dann wirklich verstehen, was dahinter steckt und wie das Ganze funktioniert. Dann kannst du auch meditieren. Meditieren ist zwar so, ich habe das Gefühl, jeder macht es und bricht es irgendwann ab, so wie ich. Aber ich glaube, das kann deinen Geist wirklich zur Ruhe bringen und du hast dann ein entspannteres Wesen. Also probier das mal und hoffentlich gefällt es dir, weil das ist eigentlich richtig gut. Und es gibt auch solche interessanten Hobbys wie Numerologie und Tarotkarten. Manche Leute denken, das ist crazy, aber ich glaube, da ist wirklich was Wahres dran. Und da möchte ich jetzt auch nicht näher drauf eingehen, weil das Video würde dann zu lange dauern. Deswegen google es einfach, guck dir Videos dazu an und wenn du irgendwelche Videos dazu möchtest, dann schreib es in die Kommentare. Und ja, das war's schon für dieses Video. Ich hoffe, es hat dir gefallen. Ich blende hier nochmal die 5 verschiedenen Arten der Hobbys an, damit du dir irgendwelche Hobbys davon aussuchen kannst. Und ja, ich hoffe, das Video hat dir gefallen und bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.